Marie Droste hat sich die neue Personalie im US-Wahlkampf noch mal genauer angeschaut. Ja, also war ja bis zum Ende mit Spannung erwartet worden. Nun ist sie also fix. Diese Personalie Tim Walz ist der Mann, der dann an der Seite als Running Mate antreten wird. Inhaltlich nicht wirklich vom Profil anders eigentlich als Kamala Harris, aber man hofft natürlich trotzdem, andere Schichten zu erreichen. Schauen uns das im Detail mal an. Tim Walz ist also der Mann der Wahl. Er ist relativ unbekannt in den Vereinigten Staaten. Das könnte natürlich aber auch ein Vorteil sein. Er hat jedenfalls ein gewinnendes Lächeln, würde ich mal sagen. Die beiden ja relativ fröhlich. Das ist beim ersten Auftritt auch schon klar geworden. Die Chemie muss stimmen. Das war Kamala Harris eben besonders wichtig. Und ich glaube, in Deutschland im Wahlkampf würde man sagen, ja, das menschelt bei ihm. Der war Lehrer, der hat sich für kostenloses Schulessen eingesetzt, auch als Gouverneur von Minnesota, ist sehr volksnah auch eben unterwegs. Und er zumindest freut sich jetzt schon auf diesen Wahlkampf, auf dieses Duell. Er meinte, schlafen kann man später. Jetzt geht es erstmal in den Kampf auch rein. Und quasi sein direkter Kontrahent ist ja J.D. Vance, also der Running Mate von Donald Trump. Und über den hat sich Tim Walz auch schon geäußert. Hören wir da mal kurz rein. Wie alle normalen Leute, mit denen ich im Landesinneren aufgewachsen bin, hat J.D. Vance in Yale studiert, seine Karriere von Milliardären aus dem Silicon Valley finanzieren lassen und dann hat er einen Bestseller geschrieben, in dem er über die Menschen in seiner Heimat herzieht. Das ist doch nicht, was die amerikanische Mittelschicht ist. Ich kann es gar nicht erwarten, mit diesem Kerl zu debattieren. Ich muss es einfach sagen, ihr wisst es, ihr spürt es, diese Typen sind unheimlich und verdammt seltsam. You know it, you feel it. These guys are creepy and yes, just weird as hell. That's what you see. That's what you see. Ja, wäre ja weird, also komisch, seltsam. Das ist ja eigentlich jetzt schon der Ton, der auch diesen Wahlkampf prägt. Das ist so ein bisschen beleidigen, ohne zu beleidigend zu sein. Aber schauen wir da im Detail noch mal drauf. Tim Walz, 60 Jahre alt, steht auch für ein liberales Abtreibungsrecht, also die Rechte von Frauen zu stärken. Ganz heiße Diskussion momentan in den USA. J.D. Vance ist für ein Abtreibungsverbot. Nur wirklich im Falle von Vergewaltigung und Ähnlichem wäre das möglich. Beide gehen natürlich, auch wie das in Amerika so üblich ist, mit ihren Familien auch in den Wahlkampf. Beide Familienväter. Tim Walz hat 2 Kinder, schon fast erwachsen sind die beiden. J.D. Vance hat 3 kleine Kinder, deswegen auch seine Frau Usha, die inzwischen gesagt hat, ich hänge meine Juristenkarriere an den Nagel und kümmere mich jetzt nur noch um die Familie. Bei Tim Walz ist es so, dass er für strengere Waffengesetze sich auch ausspricht, obwohl er selber Waffen besitzt. Er ist nämlich Jäger. Er sagt aber, ich bin Vater, deswegen möchte ich schon, dass an den Schuhen Ordnung ist. Er ist dafür, auch in seinem Bundesstaat in Minnesota hat er sich dafür eingesetzt, dass man schon auch Prüfungen macht, dass der Staat einschreiten kann, wenn jemand da also die Grenzen überschritt, psychisch labil ist. Bei J.D. Vance, der ist ein absoluter Waffennah, der will da überhaupt gar nichts einschränken lassen, was das Thema Waffen angeht. Emissionsreduktion, Klimawandel, natürlich auch ganz heißes Thema. Beide könnten nicht konträrer sein. Tim Walz setzt sich ein für Reduktion von Emissionen, für mehr erneuerbare Energien. Tim Walz hingegen sagt, Klimawandel gibt es in seinen Augen überhaupt gar nicht. Ja, 70% ist eine aktuelle CNN-Umfrage. Die Amerikaner sagen, wir wissen eigentlich zu wenig über diesen Mann, als den irgendwie beurteilen zu können. Bei J.D. Vance sind die Werte gar nicht so schlecht, wenn man da schaut. Aber so richtig glücklich sind es beide nicht. Es gibt nämlich jetzt schon viel Kritik auch daran. Bei Tim Walz zum Beispiel kommen jetzt immer wieder Bilder von den Ausschreitungen damals nach dem Tod von George Floyd, Polizeigewalt, große Massendemonstrationen. Und zu der Zeit war er eben auch schon Gouverneur von Minnesota. Diese Ausschreitungen holen jetzt vor allem die Republikaner vor, sagen, guckt mal, der hat das Land überhaupt nicht im Griff. Und auf der anderen Seite bei J.D. Vance gibt es Kontroversen über eben seine sehr extremen Äußerungen, teilweise auch über Frauen, die keine Kinder haben, die nichts machen könnten. Also da hat er jetzt auch schon einige Wählerschichten inzwischen verprellt. Aber inhaltlich auf jeden Fall sehr konträre Wahl, die da ansteht. Das dürfte ein ziemlich heftiger und auch spannender Wahlkampf werden. Sehr spannende Gegenüberstellung. Vielen Dank, Marie. Gerne.